Hallo Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Diese Wanderroute verläuft entlang der Kingbeek und durch den Park von Schloss Oppicht. Der Kingbeek entspringt flussaufwärts bei Nattenhoeve und fließt auf eine Strecke von 7 Kilometer über Oppicht-Grevenbicht nach Ilekove. Dort mündet es in die Maas. Und das hier ist wieder eine Wanderung von IVN, also eine Naturwanderung. Viel Spaß! Hier sieht man die alte Tennisanlage von Oppicht. Sie ist nicht mehr in Gebrauch. Die erste Aufnahme des Kingbeeks. Man sieht hier schönes, klares Wasser. Eine der größten Herausforderungen des Tages, der Matsch. Man musste überall aufpassen, dass man bei das erste Stück nicht auf die Fresse geht. Und dann sind wir im Schlosspark. Wow, das ist richtig schön, ne? Schaut euch diese schönen Bilder mal an. Der Schlossgarten ist auch der Ort, wo all die Bächlein, die von der Quelle kommen, zusammenkommen und dann als ein Bach weitergehen, 7 Kilometer weiter zu der Mündung von der Maas bei Ilekove. In der Nähe des Schlossparks auf der anderen Seite der Wiese stand früher die Papiermühle. Eine Wassermühle aus dem Jahr 1699, die 1825 verschwand. Diese Papiermühle, die Sie hier sehen, ist aus dem Freiluftmuseum in Arnhem und ähnelt dieser Mühle.
Der Schlosspark ist Teil des historischen Landgutes Oppicht. Das Gelände besteht aus 3 hintereinander liegenden Inseln, die von Kanälen umgeben sind. Die Burggräber werden von Quellwasser des Kingbeeks gespeist. Die reiche Flora und Fauna machen das Gebiet ideal für Vögel. Seit 2013 putzt hier auch der Biber. Der Biber ist erwünscht, stellt aber eine Belastung dar. Er stört den Wasserlauf und verursacht Fraßschaden an den Bäumen. Im Jahr 2012 wurde der historische Garten in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Anschließend wurde der Wanderweg gebaut und die Öffentlichkeit hat wieder Zugang zum Park. Dieser Baum wurde um 1840 gepflanzt. Ein ordentliches Alter und der Zustand ist gut. Letztes Jahr waren am Boden ein paar Pilze, aber die sind verschwunden. Sie machen sich weiterhin gut und fallen immer noch wunderschön auf. Auch diese Platanen waren damals nicht heimisch. Sie wurden wahrscheinlich aus Frankreich mitgebracht. Die Äste hängen herab und doch machen sie es weiter. Um ihnen herum wurden viele Linden gepflanzt. Dies ist eine Sumpfzypresse. Der Stamm fühlt sich ziemlich weich an und er verliert Blätter. Dieser Baum bildet Luftwurzeln, die er hier jedoch nicht benötigt. Befindet es sich unter Wasser, brauchen die Wurzeln immer noch Luft und ragen knapp über den Wasser hinaus.
Auch eine Stolperfalle, umgefallene Bäume auf dem Gehweg. Und da kommen wir raus aus dem Wald und finden uns in einem Kirschengarten wieder. Genauer gesagt Sauerkirschen. Hypocheres radica ist eine Wildpflanze aus Eurasien, blüht mit goldgelben Zungenblüten an einem hohen Stiel. Das Blatt ist grün, behaart, gezähnt und gelappt. Wächst unter aller Bedingungen jedoch nicht in feuchte Böden. Man findet sie auf Rasenflächen, Feldern, Straßenrändern und in alle gestörte Bereiche. Die Blätter können in den Salat gegessen oder in Pfannengerichten gekocht werden. Aber sie ist giftig für Pferde. Der Wiesenkerbel ist eine Halbrosettenpflanze mit einer Wurzelrübe. Die Blütezeit reicht von April bis Juli. Auf stark gedüngten Fettwiesen prägt der Wiesenkerbel oft gemeinsam mit dem scharfen Hahnenfuß das Erscheinungsbild im Frühjahr. Besonders gefordert wird ein Wiesenkerbel durch das Ausbringen von Jauche. Wir wandern nun am Kanal entlang nach Nattenhofen zur Maas.
Die Gattung der Flockenblume hat inzwischen ein interessantes Spektrum an Sorten, Blütenfarben und Wuchsformen zu bieten. Von Zwerglein bis zum Riesen reicht die Palette. Alle erfreuen uns mit naturhaften Charme, meist sehr lange Blütezeit und breiter Anpassungsfähigkeit an Böden und Standort. Für Insekten, darunter auf spezialisierte Falter, sind sie ein Fest. Und besonders der fröhliche bunte Stieglitz liebt ihre nahrhaften Samen. Sie blüht unermüdlich von Juni bis August. Der Wiesenpippo ist eine zweijährige heimische Wildpflanze, daher wird er auch als zweijährige Pippo bezeichnet. Die mit dem Löwenzahn verwandte Wiesenpflanze gehört wie dieser in der großen Familie der Korbblüter. Sie ist eine Archaeophyt, also eine wild wachsende Pflanze. Der Name Pippo kommt aus dem slawischen Sprachgebrauch und ist die dortige Bezeichnung für Löwenzahn. Die Brombeeren sind eine Sektion aus der umfangreichen und weltweit verbreiteten Pflanzengattung Rubus innerhalb der Familie der Rosengewächse. Die Sektion umfasst mehrere tausend Arten. Allein in Europa wurden mehr als 2000 Arten beschrieben. Hier befinden wir uns hinter Nattenhoven, wo sich das Quellgebiet befindet. Hier sehen Sie einen Teich, in dem die Quellen zusammenfließen. Hier wandern wir Richtung Maas. Es handelt sich um eine hügelige Grasfläche. Aber endlich ist sie da, die Maas. Die Maas mündet bei Eijsden in den Niederlanden, verläuft an Maastricht, Roermond und Cuijk vorbei und mündet in den Hollands Diep. Viele Blumen und Pflanzen, die man entlang die Maas sieht, sind angespült. Die Samen kommen aus Belgien, sind im Wasser gelandet und dann vervolgens hier angespült.
Der Wasserstand beträgt heute 2806 Meter im Vergleich zum normalen Amsterdamer Pegel. Die Maas nimmt unterwegs jede Menge Abfall mit sich, etwa Holz, aber auch Zivilisationsabfälle, die hier zurückbleiben. Wie Sie sehen können, fließt die Maas recht schnell mit 0,231 Meter pro Sekunde. Der scharfe Mauerpfeffer ist eine ausdauernde, krautige Pflanze von niedrigem, rasig wachsendem Habitus und erreicht Wuchshöhen von 5 bis 15 cm. Die eiförmige, dickflüssige, sukkulente Laubblätter werden 4 mm lang und zwischen 2 und 4 mm breit, wobei die Blätter meist unter die Mitte am breitesten sind. Die Blätter schmecken nach einigem Kauen meist scharf, wovon sich auch der volkstümliche Name ableitet. Verantwortlich für die Schärfe ist die Sedum aclyloid Sedamin. Die Ackerhundskamille wächst als 1- bis 2-jähriges krautige Pflanze, die Wuchshöhen zwischen 10 und 50 cm erreicht. Sie besitzt verzweigte, ausgebreitete oder aufrechte Stängel. Die wechselbestände Laubblätter sind mehrfach gefiedert und verströmen einem beim Zerreiben keinen charakteristischen Duft. Die Blütezeit reicht in Deutschland sowie Österreich von Juni bis September. Und das war's wieder für dieses Video, Leute. Haben Sie Kommentare oder Anregungen, schreiben Sie es unten in die Kommentare. Schauen Sie auch mal auf unserem Patreon-Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und geht raus und bewegt euch. Ciao, ciao.